Hallo liebe Zuschauer, ich bin's wieder, euer Andi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VfG Weppencare. Heute im Studio eine sehr interessante Kombination. Zum einen ein Anschlagschaft aus dem Hause Hera, der Triari 2. Darin versteckt sich aus dem Hause Walter die PPQ Navy SD im Kaliber 9x19. Bevor wir uns über die Reinigung der Kurzwaffe unterhalten können, muss sie natürlich aus dem Anschlagschaft raus. Das werden wir machen. Wie immer der Hinweis, Sicherheit ist hergestellt, Safety Check wurde gemacht. Kurz das Setting des Triaris. Wir sehen hier hinten Klappschaft. Wirklich sehr einfach, hier wackelt auch nichts. Hier seht ihr Made in Germany wie VfG. Hinterschaft ist in der Neigung leicht verstellbar, ebenso in 4 Rasten in der Länge. Denkbar einfaches Handling, Repetierhebel, linksseitig, wirklich einfach zu bedienen. Optik ist montiert von Vortex, es ist ein Spark, ein Red Dot ohne Vergrößerung. Sehr beeindruckend ist hier die Batterielaufzeit, die wird vom Hersteller angegeben mit 50.000 Stunden. Beeindruckend. Um die Waffe aus dem Triari zu entnehmen, schließe ich den Verschluss hier vorne, kurz nach unten drücken, Verriegelung öffnen und der Schubschaft ist nach vorne frei. Ziehe den Vorderschaft nach vorne, entnehme die Waffe und das war das ganze Hexenwerk. Das Zerlegen der Waffe ist denkbar einfach. Über den Schlittenfanghebel die Waffe schließen, abschlagen und hier befindet sich ein Entriegelungsmechanismus auf beiden Seiten. Dieser wird mit Daumen und Zeigefinger nach unten gezogen und der Verschluss nach vorne geschoben. Und das war es auch schon gewesen. Um an die Schlagbolzenfeder und den Schlagbolzen ranzukommen, ist hier ein kleiner Entriegelungsstift. Der wird nach innen gedrückt und die Platte nach hinten rausgezogen. Und schon kommt man komplett an das System. Und hier haben wir einen Schlagbolzen, Schlagbolzenfeder, denkbar einfach aus- und einzubauen. Um die Pistole sauber zu machen, braucht man natürlich ein bisschen Equipment. Ich verwende folgendes. Zum einen VfG Weppencare Komfortreiniger im Kaliber 9 mm, VfG Intensivreiniger ebenfalls im Kaliber 9 mm, einen Pistolenputzstock, das Firearm Pocket Set, Waffenreinigungsöl und eine Nylon-Messingbürste, einen Kaltentfetter und einen Wischlingenstopp. Als erstes kümmere ich mich um den Verschluss. Hier will ich alles raushaben, was an Alpenöl, Fett, Ablagerungen da drin ist. Dazu verwende ich den Kaltentfetter. Hier bin ich nicht ganz so sparsam. Hier haben wir ein bisschen was drin und die Kupfermessingbürste mit dazu und los geht's. Darauf zu achten ist, dass hier die Führungsschienen sauber sind. Da, wo der Schlitten, der Verschluss im Griffstück geführt wird, dass wir hier sauber sind, auch eine spannende Sache. Was man hier sieht, ist die Freigabe des Schlagbolzens, betätigt sich über den Abzug im letzten Drittel des Abzugsweges, wird hier freigegeben, nur dann kann der Schlagbolzen nach vorne ausgelöst werden. Die Waffe hat von mir ca. 200 Schuss. Es ist nicht wirklich viel und doch hat man die Ablagerungen hier in den feinen Kanten und Ecken drin. Je früher man die rausmacht, umso weniger Probleme macht es. Und es gibt definitiv keine Störungen. Und solange es so ist, wie es jetzt ist, ist es ja nicht viel. Okay, die ganze Sache jetzt mit dem Lappen abwischen und im Nachgang neu einölen, damit die ganze Sache wieder geschmeidig läuft und einen Korrosionsschutz hat. Verschluss ist sauber. Bevor wir ihn wieder mit Öl versorgen, würde ich erst den Lauf sauber machen und die ganze Ölthematik in einem Rutsch dann durchziehen. Zur Reinigung des Laufes. Identisch zu einer Langwaffe, nur kürzer. Unterschied Langwaffe, Kurzwaffe, die Länge. Auch der Lauf. Irgendwie logisch. Hier sieht man sehr schön an der Zubringerrampe, dass wir auch hier Ablagerungen haben und leichte Verfärbungen drin. Die ganze Thematik wird natürlich auch ein Stück weit heiß. Sieht man hier wunderbar, werden wir auch nicht wirklich komplett abkriegen. Deckel ab und raus das ganze Spiel. Hier 2 Stäbe. Der eine wird in das Griffstück eingedreht. Der zweite vorne drauf mit dem Adapter für die Filze. Und hier kommt der Wischlingenstopp zum Einsatz, um vorne die Filze nicht über den Lauf auszuschieben. So schone ich mir die Mündung und habe keinen Kontakt zwischen Mündung und meinem Putzstock. Der Wischlingenstopp wird so eingestellt, dass das metrische Gewinde vorne über die Mündung rauszieht. Als nächstes werden wir hier in den Lauf Öl einbringen, damit dieses Öl nach der Herstellervorgabe die Ablagerungen drin anlösen könnt. Ich sehe immer wieder mal das Thema, dass Öl einfach über das Patronenlager hier eingespritzt wird. Ist grundsätzlich kein Problem. Nachteil an dem Ganzen ist aber, ihr braucht unglaublich viel Öl,
Es ist nicht komplett im ganzen Lauf verteilt und wenn ihr den Filz dann von hinten drauf schiebt, schiebt ihr 2/3, wenn nicht sogar mehr, nach vorne einfach über den Lauf aus. Ist nicht unbedingt wirtschaftlich, macht eine unglaubliche Sauerei und es wird sicher 1/3 des Öls, das ihr jetzt verwendet, reichen, um die Waffe ordentlich zu reinigen. Aus diesem Grund empfehle ich euch wirklich, sprüht das Öl einfach auf einen Filz, tragt das Öl ein und lasst es dann arbeiten. Ihr könnt diesen ölgetränkten Filz auch ein zweites Mal verwenden, wenn ihr nach den Intensivreinigern noch mehr Öl in die Waffe einbringt. So, ein Filz im Kaliber 9 mm auf den Adapter, Öl drauf, übers Patronenlager, in den Lauf. Ihr seht, er wird vorne nicht ausgeschoben. Wir haben das Öl perfekt in dem Lauf und in den Zügen und Feldern verteilt. Jetzt den Filz wieder raus. Das ist ein bisschen was angelöst. Wir warten nach Herstellervorgaben. Ich gebe dem Ganzen jetzt 5 Minuten Einwirkzeit. Erster Intensivreiniger, zweiter Intensivreiniger wird aufgesteckt. Hier die Sicherungsmutter, damit die nicht abfallen. Um den Reibungswiderstand ein bisschen zu minimieren, gebe ich auch hier einen wirklich kleinen Anteil Öl drauf. Und schon geht's los. Über das Patronenlager in Schussrichtung. Die Intensivreiniger durch den Lauf schieben, werden nicht nach vorne rausgeschoben. Wieder zurückziehen. Die feinen Messingfasern in den Intensivreinigern fungieren jetzt hier wie eine sehr, sehr feine Bürste. Man merkt hier, das ruckelt ein bisschen und mit jedem Hub wird das Ganze gleichmäßiger und geschmeidiger. Hier merkt man sehr gut, dass man die Ablagerungen jetzt über diese ganz feinen Fasern, die verbaut sind, schön im Lauf löst. Und wenn sich das Ganze gleichmäßig bewegt, was sehr schnell geht, man kann den Lauf ein bisschen drehen dabei, merkt man sehr deutlich, wann es genug ist. Dieser Lauf hat 100 Schuss, nicht sehr viel für eine 9 mm. Trotzdem, man hat deutlich gemerkt, es ruckelt hier, es sind Ablagerungen drin, die sind jetzt locker, die sind jetzt fein. Was ich jetzt mache, ich schnappe mir nochmal den ersten Filz, mache noch mehr Öl drauf, trage das Öl noch mehr ein. Das kann nun über die angerissenen, aufgerauten Oberflächen im Lauf nach unten durchsickern und nach dem Kapillarprinzip die ganzen Ablagerungen unterwandern und ablösen. Ihr seht hier, ich verwende wieder den ersten Filz. Der ist bereits schmutzig, soll aber an dieser Stelle egal sein. Ich will nämlich nur nochmal Öl eintragen und dazu kann ich den ersten Filz tatsächlich nochmal verwenden. Um die Ablagerungen dann raus zu transportieren, nehmen wir frische Filze. Hier aber nochmal den ersten Filz, da wieder Öl drauf und nochmal in den Lauf damit. Es ist wirklich nur einmal reinschieben, rausziehen und nochmal ein paar Minuten wirken lassen. Hier dürft ihr gern wieder den Herstellervorgaben vertrauen, macht Sinn. Okay, Einwirkzeit ist rum. Ich beginne jetzt die Ablagerungen rauszuschieben. Dazu verwende ich immer 2 Filze von den Komfortreinigern. Die werden dann auch nicht verschraubt. Es darf immer der Filz vorne auf der Spitze nach vorne rausgetragen werden. Der zweite Filz bleibt zur Stabilisierung der Putzstockspitze drauf. Diese Filze werden auch nicht geölt. Ab jetzt kommen nur noch ungeölte Filze, die durch den Lauf geschoben werden. In Schussrichtung. Man sieht vorne, der erste Filz guckt raus. Der zweite Filz führt den Putzstock mittig im Lauf. Somit habe ich nicht die Gefahr, dass mir diese Spitze die Züge und Felder im Lauf kaputt macht. Beide Filze ab, 2 frische Filze drauf. Einer wird geschraubt, der andere gesteckt. Durchs Patronenlager, nach vorne draus. Erster Filz fällt ab, zweiter Filz bleibt drauf. Beide Filze wieder ab, 2 neue Filze drauf. Die trockenen Filze in Schussrichtung nach vorne raus. Erster fällt ab, zweiter stabilisiert den Putzstock. Und ich würde sagen, einen Hub spendieren wir noch. 2 frische Filze drauf, einer geschraubt, der vordere gesteckt. In Schussrichtung nach vorne raus. Man merkt es auch, es lässt sich jetzt schon ganz geschmeidig und gleichmäßig durchschieben. Und wir sehen auch hier an den Filzen, dass wir tatsächlich nach 100 Schuss eine saubere Waffe haben. Würde ich nur die Komfortreiniger einsetzen und nicht mit den Intensivreinigern arbeiten, würde ich erheblich mehr Filze benötigen. Wenn ich anstelle des Pistolenputzstockes das Firearm Pocket Set verwende, habe ich hier noch den Vorteil, dass ich nicht 2 Filze benötige, sondern nur einen.
Ich muss nämlich bei dem Firearm Pocket Set keine Spitze stabilisieren, weil ich dieses ja nach vorne rausziehe. Wie genau, zeige ich euch dann bei der geschlossenen Waffe. Okay, Lauf ist sauber, Verschluss ist sauber. Wir gucken uns die Schlagbolzenfeder oder den Schlagbolzen noch mal an. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu beachten. Sollten hier Ablagerungen dran sein, müssten wir die mit dem Kaltentfetter lösen. Würde ich jetzt kurz machen und dann noch mal nachölen. Relativ einfache Sache. Hier haben wir in der Regel nicht viel an Carbon, da wir ja eine halbautomatische Pistole im Rückstoß laden und nicht mit Gasdruck. Was sich hier auch anbietet, ist Druckluft, um Dinge abzublasen. Funktioniert nämlich sehr gut. Verschluss sauber, Lauf sauber, Schlagbolzenfeder sauber. Wir können das System wieder zusammensetzen, so wie wir es auseinandergebaut haben. Natürlich braucht es hier für jede einzelne Einheit wieder einen Tropfen Öl, damit die ganze Sache auch geschmeidig läuft und vor Korrosion geschützt ist. Ich will hier beginnen mit der Schlagbolzenfeder. Ich schlage mir wieder ein Öl meines Vertrauens und hier ist auch wieder weniger mehr. Übertreibt die ganze Sache nicht. Es macht keinen Sinn, wenn das Öl hier unten übers Griffstück und übers Magazin nach unten ausläuft. Ist nicht sonderlich dienlich. Auch hier wieder überschüssiges Öl mit einem Lappen leicht abtupfen. Schlagbolzen und Schlagbolzenfeder nach hinten ins System einsetzen. Über die Blade nach unten drücken und verriegeln. Als nächstes kümmere ich mich hier um den Verschluss und zwar um diese Führungsschienen, die wir hier drinnen sehen. Die sind elementar wichtig, wenn wir uns hier das Griffstück anschauen. Sehen wir nämlich hoffentlich in der Detailkamera. Hier, hier, hier und hier. Ganz kleine Führungen. Einzig und allein in diesen 4 Führungen wird oben der Verschluss geführt. Und auch hier brauche ich in Wirklichkeit nur Öl. Bedenkt immer, es ist schnell zu viel. Ich verteile hier einzelne Punkte in den Führungsschienen und lasse die auch ein bisschen im System nach oben und nach unten laufen und nehme bereits hier überschüssiges Öl ab. Ganzer Verschluss bleibt hier liegen. Ich kümmere mich jetzt kurz ums Griffstück. Warum genau die Reihenfolge so ist, werdet ihr dann verstehen, wenn wir das System wieder zusammensetzen. Als nächstes hier das Griffstück mit der Abzugseinheit. Da kümmern wir uns ganz kurz drum. Ist eigentlich nicht viel zu tun. Wir haben hier nicht viele Ablagerungen drin. Tropfen Öl für die Gangbarkeit. Auf alle Fälle entscheidend. Ablagerungen werden hier gelöst über den Kaltentfetter und Druckluftspray. Aufs System und den Zubringer. Kaltentfetter drauf und über Druckluftspray seitlich und nach unten ausblasen. Bedenkt, wenn ihr hier mit Kaltentfetter arbeitet, dass ihr wirklich Restöl aus dem System nehmt und zwingend nachölen müsst. Sollte der Kaltentfetter und das Druckluftspray zum Reinigen der Ablagerungen nicht reichen, verwende ich hier gerne eine Bürste aus Nylon. Hier ist nämlich sichergestellt, dass ich definitiv nichts kaputt mache und auch keine Späne von Messingbürsten in der Abzugseinheit hinterlasse, weil der Abzug der PPQ wirklich eine klasse Sache ist. Wenn ihr eine Bürste verwendet habt, könnt ihr gern nochmal mit dem Druckluftspray arbeiten. Sollte sich noch was losgelöst haben, lässt sich das natürlich jetzt sehr gut ausblasen. Und das ganze System ist wirklich sauber. Okay, Griffstück sauber. Nun kommen wir zur Ölthematik. Bevor ich hier Öl auftrage, schnappe ich mir oben meinen Verschluss ohne Lauf und bringe den mal mit dem System zusammen. Warum, erkläre ich euch gleich. Das ganze Ding ist komplett trocken. Der Öleintrag im Verschluss wird mir reichen, um die Gleitpunkte im Griffstück so weit zu ölen, wie ich es brauche. Ich werde hier separat nichts mehr auftragen, sondern ich mache den Verschluss hier drauf und ihr dürft auch gern mal das Ganze umdrehen. Arbeitet hier ein bisschen mit der Erdanziehungskraft. Die hilft euch, das Öl sauber im System zu verteilen. Ist eine Spitzensache und so kommt alles dahin, wo es hin soll. Das soll es auch gewesen sein. Jetzt die Waffe wieder, den Schlitten wieder runternehmen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt hier in der Detailkamera sehen, an welchen Punkten sich Öl übertragen hat. Es ist tatsächlich nicht notwendig, diese komplette Kunststoffleiste hier mit Öl zu versehen. Kunststoff rostet einfach nicht. Ihr spart euch unglaublich viel Öl bei der ganzen Thematik und es ist nicht ständig euer Equipment versifft. Ihr seht, an welchen Punkten sich tatsächlich ein Ölfilm abdrückt und mehr braucht man nicht. Das Einzige, was noch bleibt, ist hier die Abzugseinheit zu ölen. Hier ist auch weniger wieder mehr. Ich arbeite gern mit einem Punktöler oder ganz vorsichtig dosieren, nicht zu viel ins System eintragen. Okay,
Abzugseinheit ist eingehüllt, Griffstück weg, nochmal zurück zum Schlitten. Alles, was an Öl jetzt hier rumschwimmt, und es schwimmt, es ist relativ viel hier eingetragen, ist nicht mehr nötig. Ich habe es ja hier schon drauf. Öl auf einer Seite reicht mir. Bedeutet aber, es reicht mir jetzt im Verschluss tatsächlich einen Korrosionsschutz. Also nehme ich nur einen Lappen und mache das System innen weitestgehend ölfrei. Bis auf wirklich einen ganz, ganz dünnen Film. Es geht wirklich jetzt hier um den Korrosionsschutz. Gleitende Teile haben wir hier schon übertragen. Brauchen wir tatsächlich mehr nicht mehr machen. Dann die Mutter für Schalldämpfergewinde und somit können wir die Waffe auch schon zusammensetzen. Denkbar einfach in die Führungsschienen, System nach hinten und das war es auch schon gewesen. Was uns jetzt noch bleibt ist, alles an Öl, was außen ist, abzutragen. Dieses Öl wird mir auch schon reichen, um den Korrosionsschutz zu haben, oben auf dem Schlitten, unten auf dem Griffstück. Gibt es keine Notwendigkeit. Wir haben ja eine Polymer-Thematik. PPQ. Gereinigt, abgeölt, fertig. Traumabzug. Okay, jetzt bleibt es noch, dass wir uns um den Triari kümmern. Das ist denkbar einfach. Hier haben wir tatsächlich eine Komponente, wirklich nur eine. Es ist vorne hier das Spannsystem, aber darüber solltet ihr euch mehr Gedanken machen, denn hier geht unten nicht nur das Geschoss nach vorne raus, sondern hier kriegt das ganze Thema auch eine ganze Menge Schmauch ab. Das könnt ihr mal mit Öl versorgen. Nach 100 Schuss sieht das so aus. Ich würde ein bisschen Carbonentferner drauf machen und das Ganze dann mit Öl versorgen. Dann habe ich keine Anhaftungen mehr und schon wäre es gewesen, die Sache. Vorsicht hier, wenn ihr die Reinigung überseht, kann es durchaus passieren, dass diese Thematik hier schwierig zu öffnen oder schwierig zu schließen ist. Okay, Freunde, Carbonentferner zum Abschluss des Tages. So, Ablagerungen sind entfernt. Und wie immer, weniger ist mehr. Es muss nicht alles triefen hier. Und das war es auch schon zum Triari. Mehr ist hier tatsächlich nicht zu tun. Wir setzen die ganze Chose wieder zusammen. Die PPQ kommt wieder in den Triari. Denkbar einfach, so wie sie rausging, geht sie auch wieder rein. Vorne Verschluss öffnen, Vorderschaft nach vorne. Die Waffe wird hinten eingesetzt, Vorderschaft von oben nach unten geschoben. Verschluss schließen, leicht andrücken, drehen und schon ist die Waffe eingesetzt. PPQ gereinigt, Triari gereinigt, eingesetzt, schießstandgerecht, fertig. Ein, zwei Informationen zur PPQ noch in der Auslieferung. 2 Magazine, einmal 15 Schuss, einmal 17 Schuss und 3 unterschiedliche Griffstücke, die hier durch Ziehen eines Splints getauscht werden. Ich habe natürlich das kleinste drauf, weil ich habe auch wirklich kleine Hände. Zum Triari gibt es nicht ganz so viel zu sagen. Grenzgeniales Teil, macht extrem viel Spaß. Ich habe Freude damit, könnt ihr euch mal angucken. Kann man haben, muss man nicht, macht aber wirklich Spaß. So, liebe Zuschauer, das war's auch schon mit dieser Folge. Mir hat Spaß gemacht, wenn es euch auch gefallen hat. Daumen hoch, abonnieren, teilen, Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, bleibt sauber, euer Andi von VfG Weapon Care.